Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroshiva und das ist Tales of Berseria. Wieder im Stream, immer noch im Vestertunnel. Wie auch immer man ihn ausspricht, Vestertunnel. Ganz deutsch. Und wir wollen Legat Shigure nochmal treffen. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz unverbindlich zu diesem Sternchen und schau einfach, was passiert und ob ich damit umgehen kann. Halt, stopp. Sind wir geheilt? Ja, okay. Ah, die Kiste. Oh. Ich wollte die Kiste noch. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. Wir warten dann mal lieber draußen. Okay. Jetzt haben sie alle ein Sternchen auf dem Kopf. Ich war so panisch wegen Speicherpunkt das letzte Mal. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure,
but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they'd never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorius will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Oh. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorius' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! Oh. They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the exorcists. All right. I understand. Oh Mann, die ist voll in so Just einem... remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. Zwischen I den haven't Stühlen. forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Okay, nochmal speichern. So. Okay, also... Ich schaue nochmal kurz, was jetzt eigentlich da noch ist. Ach so. Da können wir nicht hin. Da können wir nur warten. Dann gehen wir zurück. Haben wir eigentlich ein Dings am Laufen hier? Wie heißt es denn? Eine Expedition. Take a look Die at sind da? this. Sieg! Verloren. Sieg! Zwillingshals, Zitrone, Blumenabzeichen. Sehr hübsch. Ich gehe die jetzt nochmal erforschen. Und dann vielleicht das andere. Meine Schätze. Okay. Krabbeln wir wieder raus. Da war, glaube ich, eher nix. Nee, da war nix. Okay.
Oh, das ist so eine Riesenhöhle. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es hier rausgeht. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ich gehe mal geradeaus. Schauen wir mal. Und ich würde gerne beim nächsten Mal ein bisschen Essen einkaufen, damit wir wieder kochen können. Oh, da geht's gar nicht weiter. Hier. Ah, guck mal. Tales-Münzen. Wofür sind diese Tales-Münzen? Ich gehe falsch, ich gehe falsch, ich gehe falsch. Mal ist der langsam. Hier ist der Stern. Schlage die Exorzisten zurück. Ah. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Warum mache ich denn schon wieder so wenig Schaden? Jetzt wird's gerade ein bisschen besser. Velvet, kommt schon. Ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen Easy machen in die anderen. 200. 8, 1. Ja, weil die irgendeinen Schutz haben. Hier, Schutz. Die sind eher so drauf. Die haben irgendeinen allgemeinen Schutz. Keine Ahnung. Die haben aber auch nicht so viel HP, sehe ich gerade. Okay. Wird schon klappen. Hallo, Dramadak. Ja, sowas. 306, 62. Ah, das ist der am meisten. Okay, dann machen wir erstmal den mit den 62 schnell. Der sollte ja schnell gehen. Und ich will die Velvet wieder. Oh. Fuck. Moment. Die Velvet wieder haben. Mit der kann ich irgendwie besser umgehen. So, jetzt kommt schon. Na. Was hat er noch? 1000. Geschafft. You've betrayed the people and sullied Artorias' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. Yay, I take neue it you're Schwerter. ready. Hoffentlich ist er jetzt auch besser. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness. I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood.
Ja, ohne Kopf ist auch geil. So, ein paar Punkte bekommen. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laufeyset's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Ich lese gerade, dass anscheinend der Game Sound nicht geht. Hey! Das ist etwas seltsam. Ich gehe mal gucken. Ich gehe mal dem Ganzen hier auf die Spur. Hört ihr jetzt was? Ich befürchte ja nicht. Sogar hier in dem Spiel schlägt es total aus. Dass ihr es angeblich hört, ja. Also... Ja, ihr hört was? Wirklich? Oh! Okay, geil. Dann mache ich die Musik wieder aus und ich gehe nochmal ins Spiel. Hört ihr auch die Spielmusik? Und wenn ja, soll ich sie noch lauter oder leiser machen? Ja, Musik, ja! Ich war in den OBS-Einstellungen nochmal bei Audio. Und da hatte ich auch als erstes meine Kopfhörer eingestellt und als zweites, an zweiter Stelle war halt Standard drin. Jetzt habe ich halt auf gut blöd einfach mal bei Standard, bei der zweiten Auswahl, auch die Kopfhörer genommen. Kann so bleiben, man hört alles, Musik ist laut genug. Für mich war es jetzt gerade noch etwas zu laut, weil ich hier gerade voll rumgedreht habe, aber jetzt passt's. Oh, Leute, Wahnsinn. Immer diese technischen Probleme. Oh, jetzt sehe ich gerade, nach dem Kampf muss ich immer noch mal kurz was umstellen. Alle freuen sich und ich habe den besten Freund eines Menschen, die Ladeschnecke. Oh. Oh, Mann. Oh, ich bin gerade voll happy und ich bin auch froh, dass es jetzt nicht die komplette Zeit so war, sondern dass ihr mir das jetzt mitgeteilt habt. Ich bin mal gespannt, ob bei meiner Aufnahme das dann auch so ist oder ob es bei der Aufnahme geklappt hat. Weil da sind die Einstellungen ja ein bisschen anders. Oh, ich mag die Ladeschnecke, sie wird dich nie verlassen. OBS ist manchmal eine Zicke. Oh ja, total. Vor allem, weil ja angezeigt wurde, dass alles passt. Voll hinterfotzig, oder? Also, not bad. So, ganz kurz. Eine Sache noch. Ich wollte nur wieder aufs Dashboard schalten, damit ich wirklich auch immer im Blick habe, dass das andere auch alles passt. Was? Nein, du bist nicht die Vorhut. Sie ist das. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Anführer. Keep up, or I'll leave you behind. I'll leave you behind. Dramadark, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Hey, Bienfil? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier, if that's okay. You mean how to talk a human female into becoming your vessel, and how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molocheman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, Bearing Your Body and Your Soul.
Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after bath party games? Dropping your defenses and your towels. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magulu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood, knowing what to say and how to say it. Der hört gar nicht zu. A must read for sure. Are you two reading something together? We are. Laffyset's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on, let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Uff, keuch! Ich brauch euer Mitleid nicht! Weiter! Wo ich gerade sagen muss, da ist der Zombie, ne? Also irgendwie auch ganz schön heftig, die hier nicht aufzuessen und da liegen zu lassen. Und dann einfach von dem Zombie verspeisen zu lassen. Njam, njam. Stelle dich Shigure am Hafen hinter der Mine. Okay, ich glaube, wir müssen da lang, ne? Der arme Kerl, ja. Der Stein bewegt sich. Wo ist denn der Ausgang schon wieder? Sekunde, Karte ist hier. Tunnel, Hafenseite. Dann war ich eigentlich schon richtig und bin jetzt wieder falsch gegangen. Moment. Dann muss ich in diese Richtung gehen. So. Da lang. Ich hoffe, das war jetzt richtig und wir kommen jetzt raus. Tunneltiefen. Aber da ist der Verkäufer, da ist das rote Ding. Ich glaube aber, wir können uns auch... Ja, komm, nehmen wir einfach so eine Flasche, dann kommen wir da raus. Ich will hier nicht mehr rumrennen. Das ist einfach nur furchtbar. Und furchtbar dunkel. So, gespeichert. Und draußen. Schön. Hell. Gut. Da ist eine Katzkiste. Und diese komischen, katzenartigen Gegner. Ich brauche 70, ich habe 450. Ich habe eine Katz gefunden. Da ist sie. Erhalten Nimbus, ein leuchtender Glorienschein. Überaus nützlich, wenn man im Bett lesen möchte. Oh ja. Oh, fuck. Ein gefährliches Treffen mit super süßen rosa Plüschviechern. Was auch immer das darstellen soll. Okay, und da hauen wir jetzt auch nochmal drauf. Solange es noch geht.
Ja. Kann man machen so. Ich hasse gefährliche Treffen. Toll. Ich hab die Sternchen. Heute ist für mich so ein richtiger JRPG-Tag. Vorhin Final Fantasy 8 fast beendet. Und jetzt noch Tales of. Mir tut die Hand schon weh. Oh Gott, wie fährt der noch? 300? Okay. Der ist hin. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ich glaube, einen Titel. Oh, guck mal, da sind lauter so Kugeln für die Katzkisten. Wow! Ich wollte da was prüfen. Was kann man denn da prüfen? Ich habe irgendwas gekriegt. Oh, eine Kiste. Inno-Flasche. Aha. Wo ist denn der jetzt? Oh. Okay. Gut, ich glaube, ich muss wieder zu der Brücke da. FF8 ist mein absoluter Lieblingsteil. Meiner auch. War mein allererstes JRPG und seitdem bin ich dem Genre verfallen und diesem Spiel ganz besonders. Kann man denn da jetzt noch hin? Da ist was? Ah, springen!